Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Mit alten Männern spiele ich nicht. Der Schlagzeuger von Udo Lindenberg und Peter Maffay über sein bewegtes Leben ist eine faszinierende Autobiografie von Bertram Engel, dem legendären Schlagzeuger der deutschen Rockszene. Seit den 1970er Jahren prägt Bertram Engel nicht nur den Sound von Udo Lindenberg und Peter Maffay, sondern auch das Lebensgefühl und die Geschichten einer Generation, die den deutschen Rock zu dem gemacht hat, was er heute ist. Seine Erinnerungen nehmen uns mit auf eine Reise durch 5 Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen, unvergesslicher Konzerte, kreativer Exzesse und inniger Freundschaften. Engel gelingt es, anekdotenreich und authentisch die Atmosphäre hinter den Bühnen zu vermitteln. Von wilden Nächten mit den Stars bis zu stillen Momenten des Nachdenkens und der Selbstfindung. Das Buch überzeugt durch seine Ehrlichkeit, seinen Humor und seine tiefe Leidenschaft für die Musik. Für Fans der deutschen Rockmusik und alle, die einen ehrlichen Einblick in das Leben eines Musikers suchen, ist Bertram Engels Autobiografie ein Muss. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die Anfänge in der deutschen Rockszene. Bertram Engel schildert eindrucksvoll seine ersten Schritte in der noch jungen deutschen Rockszene der 1970er Jahre. Er beschreibt, wie er als talentierter Nachwuchsmusiker frühzeitig die Aufmerksamkeit von Wegbereitern wie Udo Lindenberg auf sich zog und schnell Teil der legendären Panik-Orchesterbesetzung wurde. Die Leser erhalten einen hautnahen Eindruck vom Aufbruchgeist dieser Dekade, als Kreativität, Rebellion und Zusammenhalt die Musiklandschaft prägten. Engel gibt Einblicke in die Schwierigkeiten, als junger Musiker Fuß zu fassen, von ersten Auftritten in verrauchten Clubs bis hin zur Zusammenarbeit mit bekannten Größen. Seine persönlichen Erinnerungen machen nachvollziehbar, warum diese Zeit als goldene Ära des deutschen Rocks gilt. Zweitens. Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg und Peter Maffay. Ein zentrales Thema des Buches ist die langjährige Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg und Peter Maffay, 2 der bekanntesten Rockstars Deutschlands. Engel schildert, wie eng und vertrauensvoll das Arbeiten mit diesen Ausnahmekünstlern oft war und wie ihre unterschiedliche Persönlichkeit und musikalische Vision das gemeinsame Schaffen beeinflussten. Leser erfahren von kreativen Höhepunkten, aber auch von Konflikten und schwierigen Phasen, die jedes echte Musikerleben begleiten. Einblicke in den Studioalltag, legendäre Tourneen und magische Konzerte zeigen, wie intensiv und fordernd das Musikgeschäft hinter den Kulissen sein kann. Engels Perspektive bringt viele spannende Details zutage, die Außenstehenden meist verborgen bleiben. Drittens. Leben auf und abseits der Bühne. Das Buch beleuchtet nicht nur die musikalische Karriere Bertram Engels, sondern auch sein Leben abseits des Rampenlichts. Dabei werden die Schattenseiten sowie die Opfer, die ein Leben als Musiker mit sich bringt, offenbart. Familienleben, Freundschaften, aber auch gescheiterte Beziehungen und der Umgang mit Rückschlägen werden ehrlich thematisiert. Engel beschreibt, wie es sich anfühlt, zwischen euphorischen Konzerten und einsamen Hotelzimmern zu pendeln und welche Rolle Reflexion und Selbsterkenntnis für seine persönliche Entwicklung gespielt haben. Diese Abschnitte geben dem Buch eine besondere Tiefe und machen das Musikerleben in seiner ganzen Bandbreite erfahrbar. Viertens. Legendäre Geschichten und Anekdoten. Ein besonderer Reiz des Buches liegt in den zahlreichen Anekdoten aus dem Rock'n'Roll-Alltag. Ob kuriose Tourerlebnisse, außergewöhnliche Begegnungen mit anderen Künstlern oder die kleinen Missgeschicke auf und hinter der Bühne. Bertram Engel schafft es, seine Leser zum Schmunzeln, Staunen und manchmal auch zum Nachdenken zu bringen. Die Geschichten sind pointiert erzählt und vermitteln ein lebendiges Bild der Musikszene, in der nichts nach Drehbuch läuft. Leser erfahren, was backstage wirklich geschieht, wie spontan manchmal Welthits entstehen und wie sehr der Humor dabei hilft, schwierige Momente zu überwinden. Diese Erlebnisse machen das Buch zu einer unterhaltsamen und mitreißenden Lektüre. Schließlich stetige Entwicklung und der Wandel der Musikindustrie
Bertram Engel reflektiert in seinem Buch auch über die stetigen Veränderungen in der Musikindustrie und wie diese sein Leben und seine künstlerische Arbeit beeinflusst haben. Angefangen vom analogen Zeitalter der Schallplatte über die wilden 80er mit aufkommender Digitalisierung bis hin zur modernen Streaming-Welt beschreibt er, wie sich Arbeitsweisen, Publikumsansprüche und musikalischer Ausdruck gewandelt haben. Engel schildert die Herausforderungen, am Puls der Zeit zu bleiben und sich immer wieder neu zu erfinden, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Er gibt wertvolle Einblicke, wie wichtig Anpassungsfähigkeit und Offenheit für Neues für eine langjährige Musikerkarriere sind. Für junge Musiker und alle, die sich für die Entwicklungen der Branche interessieren, ist dieser Abschnitt besonders spannend. Zusammenfassend: Mit alten Männern spiele ich nicht ist weit mehr als nur eine Autobiografie eines bekannten Schlagzeugers. Das Buch richtet sich an Fans von Udo Lindenberg, Peter Maffay und der deutschen Rockmusik insgesamt, aber auch an jüngere Generationen, die den Spirit dieser Zeit nachempfinden möchten. Wer sich für Musik, Zeitgeschichte, außergewöhnliche Lebensläufe und ehrliche Einblicke hinter die Kulissen interessiert, wird hier auf seine Kosten kommen. Bertram Engel schafft es, seine Erfahrungen so authentisch und offen zu schildern, dass sich jeder Leser in Teilen wiederfinden oder davon inspirieren lassen kann. Das Buch ermutigt dazu, an Träumen festzuhalten, Widerstände zu überwinden und den eigenen Weg auch gegen Widerstände zu gehen. Im Vergleich zu anderen Musikerbiografien bietet dieses Buch nicht nur intime Einblicke in das Leben zweier Rock-Ikonen, sondern auch praktische Lebensweisheiten und wertvolle Impulse zur Persönlichkeitsentwicklung. Wer sich für die deutsche Musikgeschichte begeistern kann, erhält einen einzigartigen Zugang zu bislang unbekannten Details und Zusammenhängen. Gerade die Mischung aus Unterhaltung, Reflexion und Lernpotenzial macht: Mit alten Männern spiele ich nicht zu einer lohnenden Investition. Sowohl für Fans als auch für all jene, die sich für außergewöhnliche Biografien und bewegende Lebensgeschichten interessieren. Wenn Sie unterstützen möchten. Bertram Engel können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.